Eine Runde schwimmen im Badesee, an warmen Tagen wunderbar erfrischend und entspannend. Aber das Unbehagen ist manchmal nicht weit. Das ist so die Urangst, von etwas berührt zu werden, was man nicht sehen kann. Da fasst mich was an, was ich nicht so kenne und nicht so greifen kann. Unter Wasser liegt eine fremde Welt und die kann uns ganz schön beängstigen, weil wir nicht sehen, was dort vor sich geht. Wasserpflanzen schlängeln sich herauf, kräuseln sich unter der Oberfläche. Unheimlich für Badende, wenn sie plötzlich was an den Füßen spüren. Viele wünschen sich deshalb, die Pflanzen sollen weg. Zum Beispiel per Mähboot. Aber sind Wasserpflanzen nicht auch wichtig für einen See? Am Berliner Müggelsee beschäftigt sich Sabine Hild mit dieser versteckten Welt. Die Biologin mit Schwerpunkt Gewässerkunde untersucht den Bewuchs verschiedener Seen in Deutschland. Nahe ihrem Institut beobachtet sie seit 20 Jahren, was im Müggelsee wächst und wie sich sein Ökosystem verändert. Seit ein paar Jahren entdeckt sie wieder mehr Pflanzenarten im See. Also hier sieht man jetzt das durchwachsene Laichkraut. Das ist eine sehr häufige Art, findet man in vielen nährstoffreichen Gewässern. Also hier haben wir nochmal das Hornblatt, raues Hornblatt, auch eine sehr häufige Art, die wurzelt nicht und die findet man oft auch in Massenbeständen in auch sehr nährstoffreichen Gewässern. Rund 20 Unterwasserpflanzenarten wachsen wieder im Müggelsee. Hier haben sich viele neue Pflanzen wieder angesiedelt, die vor 100 Jahren, vor 50 Jahren noch da waren, dann aber lange Jahre verschwunden waren. Nährstoffe aus Kläranlagen und der Landwirtschaft hatten ihren Lebensraum zerstört. Heute gelangt weniger davon in den See. Das hilft. Denn nur wo Licht in die Tiefe dringt, können Wasserpflanzen gedeihen. Dann wachsen sie hoch, nehmen dabei Nährstoffe wie Phosphor und Stickstoff auf und binden CO2. Gleichzeitig reichern sie das Wasser mit Sauerstoff an und halten so den See im ökologischen Gleichgewicht. Sie sind Lebensraum und Nahrungsquelle für viele Kleinstlebewesen, Fische, die hier laichen, und für Wasservögel. Das klarere Wasser, die verringerten Nährstoffeinträge kommen der Wasserpflanzenvielfalt zugute. Heute finden wir bis zu 4 Meter Wassertiefe die Pflanzen wieder. Das heißt, die Lichtbedingungen in 4 Meter Tiefe sind gut genug, dass Unterwasserpflanzen da wieder wachsen können. Das alles ist ein Ausdruck der verbesserten Wasserqualität in diesem See. Dazu tragen auch die Wasserpflanzen selbst bei, denn sie konkurrieren mit Algen und Bakterien um Nährstoffe und Platz und verhindern so zum Beispiel die Ausbreitung von giftigen Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt. Die führen in heißen Sommern an vielen Seen zu Badeverboten. Also im Grunde sollte man eher froh sein, wenn man viele Wasserpflanzen drin hat, weil die dafür sorgen, dass die Cyanobakterien in ihrem Wachstum behindert werden. Hohe Wassertemperaturen im Sommer lassen die Wasserpflanzen schneller wachsen. Das ist gut, weil sie viel Sauerstoff in den See abgeben. Wenn sie aber massenhaft hochkommen und dann absterben, kann das auch ins Gegenteil kippen. Dann verbraucht der Abbau der Biomasse viel Sauerstoff und produziert stattdessen Stickstoff. Ist es dazu noch heiß, finden Algen optimale Bedingungen und können sich massenhaft vermehren. Aber jeder See ist anders. Der bis 40 Meter tiefe Eder-Stausee, die Langener Kiesgruben bei Frankfurt oder der kleine Jacobi-Weiher im Frankfurter Stadtwald. Sie unterscheiden sich in Tiefe, Nährstoffgehalt, Licht und Temperatur. Und das alles beeinflusst die Dichte und Zusammensetzung ihrer Wasserpflanzen. Stimmen die Bedingungen, reagieren manche Arten mit einem fast explosionsartigen Wachstum. Reingehen möchte da niemand mehr. Im Werratalsee bei Eschwege kommt nach den ersten heißen Tagen das Laichkraut in Massen an die Oberfläche. Deshalb greift man hier jedes Jahr mehrmals durch und schickt das Mähboot raus. Das sammelt und schneidet die Pflanzen überall dort weg, wo der See genutzt wird.
Menschen möchten nicht in so einer krautigen Masse schwimmen. Das ist ein Naherholungsgebiet bei uns. Etwas, wo Menschen Freizeit verbringen und einfach frei schwimmen möchten. Wir mähen, je nachdem wie das Pflanzenwachstum ist. Manchmal ist es auch so, dass wir einfach nur absammeln müssen, weil Pflanzen Teile auftreiben. Dann schieben wir das Zeug zusammen, fahren es an das Ufer und kompostieren das. Das Boot holt in den Sommermonaten große Mengen aus dem See, damit die Badegäste ohne Unbehagen ins Wasser können und nicht zwischen Wasserpflanzenteppichen umherschwimmen müssen. Eine ökologische Notwendigkeit ist das sogenannte Krauten aber nicht. In Gewässern, die diese Nutzung nicht haben, würde man jetzt nicht die Wasserpflanzenmassenbestände rausernten. Dafür gäbe es keinen Anlass. Für Wissenschaftlerin Sabine Hild ist ein Mehr an Wasserpflanzen immer ein gutes Zeichen. Die Zeit, in der wir keine Unterwasserpflanzen hatten, das war nicht in Ordnung. Da fehlten Habitate, da fehlte diese Vielfalt. Und heute haben wir die wieder, oder sie entwickelt sich in vielen Gewässern wieder. Und das ist als wirklich positiv anzusehen. Wenn die Temperaturen aber weiter steigen, wird die Konkurrenz von Menschen und Pflanzen in den Seen noch größer. Badespaß und Unterwasserökosystem, beides braucht seinen Platz. Doch zu viele Eingriffe würden das sensible Gleichgewicht unter Wasser stören. Dabei sind viele Seen und ihre Vegetation gerade erst auf dem Weg der Erholung.